Racebase ist eine Software, die die Abläufe innerhalb eines Rennteams strukturiert und die vorhandenen Daten sinnvoll miteinander verknüpft. An jedem Rennwochenende fallen Unmengen von Daten an, die meist nur halb leserlich auf irgendwelchen Zetteln notiert werden oder bei besseren Teams in Excel-Dateien eingetragen werden. Anschließend stehen diese Daten meist nur einem Einzelnen zur Verfügung, weil sie dezentral gespeichert werden und eine Verknüpfung findet meist gar nicht statt. Genau hier setzt Racebase an. Daten werden miteinander verknüpft. Rundenzeiten mit Reifensätzen, Laufzeiten, Luftdrücken, Setup-Daten, Streckenbedingungen, das Wetter, all das steht in einer Beziehung miteinander. Und wer aus den Daten der Vergangenheit lernen will, der muss die genauen Umstände kennen, unter denen sie zustande gekommen sind. Ich will euch das an einem Beispiel zeigen. Ihr seht hier das Timing-Sheet von Racebase. So ähnlich wird vermutlich auch eure Excel-Vorlage aussehen. Aber seht hier in der Spalte des Sets, hier sehe ich zum einen die verbliebene Restlaufzeit der Sets und wenn ich mit der Maus über ein Set fahre, sehe ich zusätzliche Informationen zu Druck und Temperaturen des Sets. Hier rechts stehen die Wetterdaten, Lufttemperatur und Luftfeuchtigkeit, Streckentemperatur, Symbole für Wolken, Niederschlag und Streckenbedingungen. Und das Ganze ist so eng miteinander verknüpft, dass ich mir jetzt hier mit einem Klick auf das Setup-Icon das in dieser Runde gefahrene Setup anschauen kann. Das Setup-Sheet selber kennt ihr vermutlich. Oben kommt das mechanische Setup, unten das Aero-Setup. Aber hier in der Mitte findet wieder diese Verknüpfung statt, indem ich mir erst die Wetterbedingungen anzeigen lasse, Informationen zum Reifen und in der Mitte auch noch das Feedback des Fahrers zu diesem Setup in dieser Runde anzeigen lassen kann. Zum anderen stellt Racebase mit seinem Analysebereich ein wertvolles Tool im Vergleich der Konkurrenzbeobachtung dar. Hier könnt ihr mit wenigen Klicks die Fahrerperformance miteinander vergleichen, egal ob in Rundenzeiten oder Sektoren, oder auch die Höchstgeschwindigkeit von Autos miteinander vergleichen. Wenn eure Veranstaltung von Timeservice NL gehostet wird, dann könnt ihr diese Daten sogar über die Live-Timing-Schnittstelle unmittelbar noch während der Veranstaltung abgreifen. Außerdem werden dann die Timing-Sheets automatisch mit den Rundenzeiten aus der Zeitnahme gefüllt. Ich werde euch jetzt zeigen, was Racebase kann. Das Ganze soll kein Tutorial sein, sondern nur ein schneller Überblick über die Funktionen von Racebase. Ich benutze dazu die Demo-Version, die ihr selber unter demo.racebase.info erreichen könnt. Ihr könnt euch da mit den Zugangsdaten Gast einfach selber anmelden und die Schritte nachvollziehen, wenn ihr wollt. Den Bereich Stammdaten möchte ich wirklich heute quasi überspringen. Hier werden die einzelnen Veranstaltungen, Modelle, Fahrzeuge, Fahrer und Nennungen eingetragen. Außerdem gibt es hier auch eine kleine rudimentäre Statistik zu sehen von dem, was ihr jetzt in Racebase eingetragen habt. Solltet ihr das Benutzermanagement ebenfalls freigeschaltet haben, so könnt ihr hier auch die Benutzerrechte einstellen. In der Standardansicht Sets, die ihr erreicht, wenn ihr auf Reifen klickt, seht ihr alle Sets, die für das Fahrzeug vorhanden sind. Dabei seht ihr die Setbezeichnung und den Hersteller in der ersten Spalte. Die farbige Hinterlegung ist orientiert an die Formel 1 im Jahr 2018. Soft ist gelb, Medium weiß, blau sind jetzt hier die Wets, Intermediates wären grün und so weiter. In der zweiten Spalte seht ihr, aus welchen Paaren das Set besteht und ob das Set auf Felgen montiert ist oder eben nicht. Die offizielle Bezeichnung wird in der Tire-App vom DMSB gebraucht, um dort die Reifen entsprechend zu kennzeichnen. Hier in dieser Spalte Aktuelle Messung seht ihr die letzte Luftdruckmessung, die an diesem Set genommen wurde. Und hier in der Spalte Gefahrene Runden seht ihr die voraussichtliche Restlebensdauer des Reifensatzes sowie die gefahrenen Runden und gefahrenen Kilometer. Mit dem folgenden Heizzelt-Icon beginnt die Magie. Wenn ich jetzt hier auf dieses Symbol klicke, dann kann der Renningenieur Vorgaben für die Reifendrücke eintragen. Ich trage jetzt einfach hier Werte ein, vorne 1,2, hinten 1,3. Heizbeginn ist jetzt um 15:02 Uhr und das Ganze soll bei 75 Grad geheizt werden. Nun seht ihr, dass das Icon sich bläulich verfärbt hat und die Werte, die wir gerade eingetragen haben, dargestellt werden. Nun weiß der Reifenmann, dass er um 15:02 Uhr das entsprechende Set mit den entsprechenden Drücken ins Heizzelt einzustellen hat. Wenn nun der Heizbeginn erreicht ist,
beginnt das Heizzelt-Icon gelb zu blinken. Damit weiß der Reifenmann, okay, jetzt wird es höchste Zeit, dass ich hier tätig werde. Er geht nun hin und klickt wiederum auf dieses Symbol, will das Set ins Heizzelt legen, misst die Felgentemperatur mit, sagen wir, 25 Grad und automatisch rechnet RaceBase die erforderlichen Luftdrücke, die er nun in den Reifen einfüllen muss, um. Vorne wären das jetzt 1,32, hinten 1,42. Diese Drücke stellt der Reifenmann jetzt in den Reifen ein und bestätigt dann, dass er um 15:05 Uhr die Reifen ins Heizzelt geschoben hat. Und nun sieht halt jeder, dass das Set im Heizzelt ist, weil das Symbol rot ist. Und ihr seht auch, dass nun hier die aktuelle Messung sich verändert hat auf den Kaltluftdruck, der eingefüllt worden ist. Wenn ich nun hier hinten auf Set-Details klicke, sehe ich eine komplette Historie des Reifensatzes. Wann wurde er gekauft, welche Luftdruckvorgaben wurden gemacht, welche Messungen wurden durchgeführt, welche Luftdrücke wurden wirklich eingefügt, welche Runden wurden gefahren und wie war das Wetter zu diesem Zeitpunkt. Mit dem Menüpunkt Tire App stellt RaceBase eine Eingabehilfe zur Verfügung, mit der einfach die Daten der Reifensätze in die DMSB Tire App übertragen werden können. RaceBase ersetzt euer bisheriges Runtime-Sheet, die Laufzeitenliste. So entgeht euch kein Wartungsintervall mehr. Ersatzteile können von Fahrzeug zu Fahrzeug innerhalb eines Modells getauscht werden, was die Anwendung gerade auch im Kundensportbereich extrem interessant macht. Übersichtlich werden euch in dieser Tabelle die verbleibenden Restlebensdauern der Teile angezeigt. Und auch hier gibt es wieder für jedes Teil eine Historie, wo man den Lebenszyklus genau nachverfolgen kann. In den Bereich Setup haben wir eben schon mal kurz reingeschaut. Prinzipiell ist es so aufgebaut, dass der Renningenieur ein Ziel vorgibt und der Mechaniker ein Setup bestätigt. Werden dann Änderungen während der Session vorgenommen, so wird dies in der Spalte geändert dokumentiert. Hier haben wir zum Beispiel das Dämpferclicking im Highspeed von 5,9 auf 8,9 verändert. Es besteht auch die Möglichkeit, ein Setdown einzupflegen, welches dann hier ebenfalls mit einer neuen Spalte dargestellt werden würde. Auch hier im Setup-Bereich habe ich die Möglichkeit, mir eine Historie sämtlicher Änderungen einer Veranstaltung anzeigen zu lassen. Der Bereich Sessions bildet das Herzstück von RaceBase. In der Zeitnahme ist das eigentliche Timing Sheet hinterlegt. Hier können Runden einfach hinzugefügt werden, was im Normalfall nicht länger als 2 Sekunden dauert. Ein Klick auf das Plus, Rundenzeit eintragen und auf neue Runde hinzufügen klicken. Die Daten von Fahrer, Reifensatz und so weiter werden automatisch übernommen. Da ebenfalls eine Stoppuhr hinterlegt ist, könnt ihr euch die Rundenzeit auch berechnen lassen. Dafür klickt ihr einfach immer auf das Pluszeichen, wenn das Auto bei euch an der Ziellinie vorbeifährt, so wie ihr es sonst mit einer Stoppuhr machen würdet. Dann klickt ihr hier auf Errechne Rundenzeit und ihr seht, es sind jetzt 46 Sekunden vergangen. Wenn ihr also bisher mit einer Stoppuhr an der Boxenmauer gestanden habt und das Ganze auf einem Zettel notiert habt, seid ihr jetzt sogar noch schneller, weil das Aufschreiben einfach wegfällt. Mit dem Live-Timing-Modul geht das Ganze dann sogar automatisch, aber dazu später mehr. In der Liste selbst seht ihr Informationen zu Stintrunde, Fahrer, Rundenzeit, Uhrzeit, ob es sich um eine In- oder Outlap gehandelt hat, die Streckenversion, den Reifen und die Tankprognose. Zu lesen ist das immer als Sprit im Tank und prognostizierte Nachtankmenge. Wenn jetzt der Tankvorgang in der nächsten Runde eingetragen wird, werden diese Daten miteinander verglichen. Ist die Differenz groß, wird diese gelb hervorgehoben. Dann ist es am Renningenieur zu entscheiden, ob diese Abweichung auf Basis von äußeren Umständen passiert oder ob vielleicht nicht vollgetankt worden ist. RaceBase hilft euch aber auch dabei, eure Sessions zu planen und diese Planung anschließend mit der Realität zu vergleichen und fortzuschreiben. Hier seht ihr die Planung des 24-Stunden-Renns. Beginn des Stints, Stintnummer, der Fahrer, die Dauer des Boxenstopps vor dem Stint, Tankmenge, die Anzahl der Runden und der Reifensatz, sowie die Tankmenge am Ende des Stints. Wie ihr auch seht, kann sowohl ein bestehender Reifen verwendet werden zur Planung, als auch ein neuer Reifen eingetragen werden. So kann man also eine Planung für eine Session aufbauen. Wahrscheinlich habt ihr dafür auch schon eine Excel-Vorlage. RaceBase kann aber mehr. RaceBase kann nämlich den Plan mit der Wirklichkeit vergleichen.
Ich kann also den Plan fortschreiben auf Basis der gefahrenen Stints. Ich kann ihn also anpassen an Regen oder Reparaturarbeiten und habe so immer einen aktuellen Plan zur Verfügung. Im Live-Timing-Modul stellt Racebase eine Verbindung zum Server der Zeitnahme her und erhält so alle relevanten Daten ohne Zeitverzug und stellt diese automatisch zur Analyse zur Verfügung. Dafür stehen verschiedene Grafiken zur Verfügung. Ich kann mir einmal die Rundenzeiten je Runde anzeigen lassen. Ich kann mir aber auch die Rundenzeiten nach Uhrzeit anzeigen lassen. Hier bin ich dann auch in der Lage, im Graph direkt Code60-Zeiten zum Beispiel zu sehen. Außerdem werden hier Informationen zu Boxenstopps dargestellt. Es ist auch möglich, einen bestimmten Bereich einfach hineinzuzoomen. Als Tooltip werden beim Darüberfahren immer Informationen zu dem eigentlichen Datenpunkt detailliert dargestellt. Als weitere Grafik gibt es auch noch die Möglichkeit, die Rundenzeiten sortiert anzeigen zu lassen. Das heißt, die schnellste Runde auf der linken Seite und dann aufsteigend, so dass man hier einen Vergleich hat. Das Ganze kann ich mir nicht nur nach Autos anzeigen lassen, sondern auch nach Fahrern aufgliedern. In der Fahreranalyse erhalte ich jetzt nicht nur die schnellsten Sektorzeiten der einzelnen Fahrer und die schnellste Rundenzeit, sondern ich kann mir auch einen Durchschnitt der Runden anzeigen lassen, wobei In- und Outlaps und Runden mit Flaggensignalen nicht gewertet werden. Und ich kann mir auch die theoretische Bestzeit der Fahrer anschauen. Ich kann durch einfachen Klick auf die entsprechende Spalte auch die Daten sortiert anzeigen lassen. Die Stint-Analyse liefert nun das, was ohne Zugriff auf die Live-Timing-Daten nur sehr schwer realisierbar wäre. Einen kompletten Überblick auf die Strategie der Gegner. Welcher Fahrer ist wie lange gefahren, welche Rundenzeiten hat er erzielt. Ich sehe aber auch genauso Informationen zu Boxenstopps und Tankzeiten. Ich kann also sehen, ob jemand an der Tankstelle war und wie lange er dort war. Im Bereich Auswertung stehen statistische Daten zur Verfügung. Hier können für Fahrzeuge Fahrzeiten, Distanzen und Tankmengen angezeigt werden. Genauso können für Fahrer Fahrzeiten je nach Session-Typ dargestellt werden oder auch Gesamtfahrzeiten. Es gibt also nie wieder die Diskussion mit einem Kunden, ich fahre zu wenig. Eine Statistik über die benutzten Reifensätze ist ebenso verfügbar wie die Darstellung der Rundenzeiten, die ich dann auch noch nach Fahrer filtern kann. Der Bereich der Analyse zeigt im Wesentlichen die gleichen Auswertungen, wie wir sie auch schon im Live-Timing angesehen haben. Jedoch müssen jetzt die CSV-Dateien vom Veranstalter importiert werden, sodass die Analyse erst nach dem Erhalt der Daten, also nach Ende der Veranstaltung bzw. wenigstens der Session, erfolgen kann. Den Bereich Einstellungen werde ich jetzt überspringen, aber ich möchte euch noch auf das Fragezeichen im Menü hinweisen. Hier öffnet sich das Wiki von Racebase und zwar genau passend zu der Seite, auf der ihr auf das Fragezeichen geklickt habt. Wenn ihr also mal nicht weiter wisst oder Fragen habt, was bedeuten verschiedene Icons, was kann ich wie machen, lohnt sich auf jeden Fall immer ein Klick auf dieses Fragezeichen. So, das war einmal Racebase im Schnelldurchlauf. Ich konnte euch natürlich nicht jede Funktion im Detail erklären, aber ich hoffe, ihr konntet einen Eindruck gewinnen von der Leistungsfähigkeit von Racebase. Ihr könnt das alles selber in der Demo-Version unter demo.racebase.info ausprobieren. Loggt euch dazu einfach mit den Zugangsdaten Gast ein. Falls ihr noch Fragen habt, schreibt das gerne in die Kommentare oder schreibt mir eine E-Mail unter mail@racebase.info. Bis dahin, man sieht sich auf irgendeiner Rennstrecke. Macht's gut, euer Jakob.